Hi, ich bin Danny und das ist Tag 591 auf meiner Fahrradweltreise ohne Ziel- und Zeitlimit. Diese Aufnahmen sind im Hochformat gefilmt, da das Material ursprünglich für einen Mini-Vlog als Shorts-Format gedacht war. Der Tag nahm jedoch eine unerwartete Wendung, sodass das Material nun für ein längeres YouTube-Video genutzt wird. Später wird umgestellt auf Querformat. Es ist mein 4. Tag in Georgien und ich fahre entspannt durch das schöne Hochland, bis ich von einer unschönen Entdeckung aufgehalten werde. Ich entdeckte diese 2 kleinen Hundewelpen, die scheinbar hier ganz alleine und ohne Mutter in diesem Unterschlupf dieser Bushaltestelle leben. Natürlich ist das nicht das erste Mal, dass ich sowas sehe. Seit dem Balkan sind Straßenhunde absolute Normalität. Sie sind überall und ich habe mich schon längst dran gewöhnt. So kleine Welpen ohne Mutter habe ich jedoch noch nirgends gesehen und ich konnte nicht einfach tatenlos weiterfahren. Da ich absolut keine Ahnung habe, wie ich den Welpen in so einem Fall helfen kann, recherchierte ich nach Tierschutzorganisationen in der Umgebung und kontaktierte Sarah von der Dog Organization Georgia. Sie erklärte mir, dass Hundewelpen ohne Mutter nicht im Tierheim aufgenommen werden können, da es für sie mit anderen Hunden zusammen nicht sicher ist. Sie benötigen ein eigenes isoliertes Pflegeheim. Sowas zu organisieren ist bei der Menge an Straßenhunden schwer bis unmöglich und würde auch mehrere Tage dauern. Die besten Möglichkeiten hätten die Welpen, wenn sie nähe einer Futterquelle, also anderen Menschen, aufwachsen, entwurmt und geimpft werden und dann in die Stadt gebracht werden. Da ich weder eine Impfung und eine Entwurmung durchführen kann, noch Platz habe, die Welpen irgendwo hinzubringen, entschied ich mich schweren Herzens dazu, sie hier zu lassen. An dieser Bushaltestelle werden sie scheinbar gefüttert und sind halbwegs sicher, sodass mir dies als beste Option erschien. Das Gefühl weiterzufahren war jedoch alles andere als geil und wirklich keine 10 Kilometer später wurde es noch schlimmer. Das kann nicht sein, Leute. Das kann nicht sein. Diese 6 Welpen hier waren in der Bushaltestelle auf engstem Raum eingesperrt. Von Sarah erfuhr ich jedoch, dass dies höchstwahrscheinlich zu dem eigenen Schutz der Welpen sei, da sich dann vermutlich jemand aus dem Dorf in der Nähe um die Hunde kümmert. Ein paar Minuten später zog auch ein Gewitter auf, sodass es sogar relativ sinnvoll erschien, dass die Hunde hier einen sicheren Unterschlupf haben. Auch in diesem Fall konnte ich also nicht wirklich helfen, doch ich wollte unbedingt irgendwas machen. Ich entschied mich also dazu, meinen kompletten Plan erstmal umzuwerfen und auf schnellstem Weg nach Tbilisi zu Sarah und ihrer Dog Organization zu fahren. Es muss ja einen Weg geben, irgendwie die Ursache des Straßenhundproblems zu bekämpfen und vor allem die Menschen zu unterstützen, die schon Hilfe leisten. So Leute, here we are again, 3 Tage später oder 4 Tage, ich weiß gar nicht. Wir sind jetzt verabredet bei der Dog Organization Tiflis. Das ist hier voll idyllisch, Mann, übelst geil, gar nicht weit weg von der Stadt. Ja, schauen wir mal, ob wir den Laden finden, ne? Let's go! So, ich hab's gefunden und für die Nähe zur Hauptstadt ist es tatsächlich richtig idyllisch hier. So, ich bin angekommen im Dog Shelter und das ist Sarah. It's Sarah, it's a really nice place here. Sarah kommt ursprünglich aus Ungarn, ist vor 15 Jahren nach Georgien gezogen und arbeitet seitdem für die Dog Organization, die viele verschiedene Tätigkeitsbereiche hat, aber gucken wir uns erstmal den Shelter an. So the shelter area is small, small with a reason. They will all bark now. If you have dogs above 60, 80, it becomes incredibly difficult to care for them. So we try to keep the number always below 40, which is a number that you can socialize, you can exercise, and you can provide the proper care for. Now we have a really nice area around here. It's a great blessing for us. So we rely on volunteers always to come and walk our dogs. And they come and they take them out, they walk them, they exercise with them, they socialize them, and that's a massive part for the dogs. So Mia, she's going to Switzerland. She's adopted in Switzerland. Zelda was one of these typical stories of a car accident. Her leg was essentially rotten when we got her. So it was really bad. I saw that she's not going to survive, that she would have sepsis, but she survived. The shelter that is the most visible part of it, but I always say that that's the least prominent part because we have so many other programs that are not as visible, but
take up much more money as well, in finances as well, and more effective. In Tbilisi, many people take care of the street dogs. Many volunteers work with them. However, of course, they cannot do this by themselves. Usually they have money for feeding, but for example, if a dog gets hit by a car, the surgery itself takes a lot of money. Then the rehabilitation takes lots of money. So in these cases, they contact us and they request our help. So we provide these dogs with the necessary veterinary treatment. We cover the rehabilitation process. Often we have food supplies during the winter months, so that's a very big part of what we do. We do also educational projects because it has to start, that people have to understand how to care for dogs. So we go to schools, international schools, but also with the local schools now. We go to summer camps as well. So our educational program is a very, very strong pillar as well of what we do. So these are what DOG does: education, caretakers grant, taking care of street dogs, and the shelter, which of course, again, is very visible, but not the most impactful part of our job. So here we have dogs that need some treatment. Yes, so she has leishmania. Okay. And Rijik, our oldest one, one of our oldest ones, he has epilepsy, so he has this separate place. And then here we have the veterinary room. Aber woher kommt eigentlich das Problem mit den Straßenhunden und wie sieht die Lage genau aus? So currently the dog situation in Georgia in general and in Tbilisi especially is much better when compared to when I arrived here, because 10-15 years ago the only way to handle the dog situation was by killing the dogs. They were gathering dogs by the dozens and then kill them on the street as well. Now this has changed after much lobbying and the involvement of NGOs. This has changed. At the moment, the policy towards street dogs is generally, from all the municipalities, is to neuter, vaccinate, release, ear tag and release them. Similarly, like in Turkey and many other countries. Of course, the problem with this policy, it doesn't decrease the population so rapidly as, for example, killing would be. We would never advocate for killing any animals. People need to understand that when you start neutering dogs, it takes about 15 years, while the actual population change can be observed. So, of course, because the dogs are not being killed, they are being neutered, there are tens of thousands of dogs. Just in Tbilisi, we have, the estimates are between 20 and 40,000 street dogs. This is just in the capital, so the numbers are massive. Bei diesen Zahlen ist es eine sehr schwere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es allen Hunden gut geht. Aber wenn jeder ein bisschen was dafür tut, können wir die Situation vielleicht ein bisschen verbessern. Wie finanziert sich die Dog Organization und was können wir tun, wenn wir helfen möchten? So we are almost completely funded by private donations, and we need that. We really, really need that. The costs are very high. For example, one neutering costs around between 80 and 100 euros. Full vaccination of a dog costs for a year approximately 20-25 euro. A surgery, they cost approximately between 300 to 400 euros, and then the rehabilitation approximately the same amount for one animal. So these are the costs that we face continuously. And whenever we have donations, this is what we use it for. Solltet ihr genauso wie ich durch Länder mit vielen Straßenhunden reisen, gibt es auch noch andere Möglichkeiten, direkt zu helfen. I always say that even if you cannot take in a dog, even if you cannot help them permanently by adopting them, you can still help in small ways. I always advise dog lover tourists to carry deworming medication, anti-flea medication, food. All of these can provide an immediate relief. They are immediately feeling better, their immune system is going to be much better and they will be healthier, so there are more chances living on the street. So if you can't help in any other way, this is a very small way that you can do, that you can help. Danke Sarah, es hat mich sehr gefreut. So Leute, aber wie können wir dir jetzt helfen? Also die Dog Organization Georgia hat gerade ein Fundraising am Laufen, eine Kampagne. Unter diesem Link, gleich der erste Link in der Videobeschreibung, könnt ihr spenden. Es würde mich einfach super freuen, wenn wir hier das Goal erreichen. Also das wäre richtig krass. Aktuell steht die Kampagne bei
$2000 von 5000 ist es das Ziel. Und ja, hier ist reger Betrieb, hier kommt nicht so viel rein. Immer sehr unregelmäßig, also lasst uns diese Kampagne sprengen, liebe Leute. Ich fange an und zahle mal einen Fuffi schon mal rein, um den Stein ins Rollen zu bringen. Und ich werde auch alle Werbeeinnahmen von diesem Video auch noch spenden. Und wenn jeder von uns einfach nur ein bisschen was spendet, dann kriegen wir das auch easy voll, Leute. Wenn ihr noch mehr helfen wollt, dann guckt auch gerne in die Beschreibung. Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Ihr könnt auch natürlich einen Hund adoptieren. Oder wenn ihr nach Georgien fliegt, könnt ihr auch ein Flight Buddy sein. Checkt die Beschreibung für weitere Infos. Ja, ich danke wirklich jedem Einzelnen von euch ganz, ganz herzlich, wer hier mich bzw. die DOG Dog Organization unterstützt. Kuss geht raus an euch und ja, let's go und bis zum nächsten Mal. Tschüss.